Der Land Rover Defender steht für weltweite Offroad-Abenteuer wie kaum ein anderes Auto. Viele kennen wahrscheinlich die diversen Extremtouren, die der Hersteller über die Jahre rund um den Globus in faszinierenden Landschaften veranstaltet hat. Doch nun kommt etwas Neues. Defender Trophy. So heißt eine neue besondere Challenge, die der britische Hersteller ins Leben gerufen hat. Land Rover hat ja eine sehr lange Tradition an Extremexpeditionen und der neue Wettbewerb soll hier ein neues Kapitel aufschlagen. Aber was ist das genau? Was kommt auf die Teilnehmer alles zu? Welchen Herausforderungen werden sie sich stellen? Das alles wollen wir heute herausfinden. Dafür sind wir im Experience Center in Wülfrath und werden uns selbst einigen Challenges stellen, um das Feeling so ein bisschen mitzuerleben. Da sind wir schon sehr gespannt. Außerdem gibt es eine coole neue Sonderedition, die werden wir auch noch ausführlich checken, also seid gespannt. Auf dem 17 Hektar großen Areal werden wir bei einigen kniffligen Aufgaben unserer Challenge-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Nicht erschrecken, jetzt gleich wird's ganz steil. Wow. Außerdem sprechen wir mit Experten und Trophy-Veteranen über ihre Erfahrungen. Also eine gute Kondition ist ganz wichtig, weil es ist doch ein hartes Gelände. So gut wie seit der Geburtsstunde des ersten Land Rover 1948 stehen die Fahrzeuge für Pioniergeist und das Überwinden scheinbar unmöglicher Hindernisse. Das haben sie auch immer wieder mit zahlreichen Abenteuertouren unter Beweis gestellt, wie uns Federico Funaro erzählt. Wir sind ganz am Anfang gestartet. Das allererste Abenteuer war wohl die Oxford-Cambridge-Expedition im Jahr 1955. Eine Reise bis auf die andere Seite des Erdballs. Aber im Prinzip sind Defender schon immer überall auf der Welt unterwegs gewesen und wurden getestet. Zum Beispiel erst letztes Jahr wieder von China den ganzen Weg bis nach Gaydon. Das ist etwas, was schon immer stattgefunden hat. Manchmal auf großer, globaler Ebene, manchmal in kleinerem Rahmen. Aber genau dafür wurde der Defender entwickelt und es ist normal, dass Menschen, die einen Defender besitzen, versuchen, extreme Dinge damit zu machen. 6 Studenten von Oxford und Cambridge machten sich 1955 auf einen Trip von London nach Singapur. Über 18.000 Meilen, 6 Monate lang in 2 Land Rover Series 1, durch unwegsamstes Gelände, zum Beispiel in Irak, Indien oder Burma. Es folgten viele weitere Expeditionen rund um die Welt, darunter die Camel Trophy, die G4 Challenge oder die Land Rover Experience Tour. An diese Tradition knüpft die Defender Trophy an. Zahlreiche Teilnehmer aus über 75 Ländern werden sich bei der mehrwöchigen Extremtour im Süden Afrikas mentalen und körperlichen Herausforderungen stellen. Die Defender Trophy ist ein Wettbewerb, der wirklich die Grenzen dessen auslotet, was ein Mensch mit einem Auto leisten kann. Aber es geht auch darum, an unzugängliche Orte zu fahren und um respektvollen Umgang mit der Natur. Außerdem auch Teil eines Teams zu sein und zusammenzuarbeiten. Einiges davon können wir gleich selbst ausprobieren. Also ich bin sehr gespannt, was hierzu alles auf uns zukommt. Ich habe gesehen, es geht nicht nur um fahrerisches Können, sondern auch so ein bisschen um Einfallsreichtum. Wie kann ich diese Challenges irgendwie lösen? Und um Teamwork natürlich auch, also mal schauen. Aber ich habe auch schon einige ziemlich steile Abfahrten und Auffahrten gesehen. Vor denen habe ich natürlich auch Respekt. Mal schauen, was der Wagen so drauf hat. Das Einsatzfahrzeug der neuen Challenge und auch heute unser Testfahrzeug
ist der Defender 110 Trophy Edition. Eine Sonderedition, die den Wettbewerb feiert. Unter der Haube steckt ein 3 Liter Sechszylinder Mildhybrid Turbodiesel mit 350 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Der Basispreis liegt bei etwas über 100.000 Euro. Also optisch schaut er auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Ja. Es gibt 2 exklusive Farben. Dieses Gelb zum Beispiel nennt sich Deep Sand Glow Yellow. Und es ist so ein bisschen eine Neuinterpretation der Expeditionsfahrzeuge früherer Trophys. Dann gibt es noch ein Grün, das nennt sich Keswick Green. Und das steht so ein bisschen für die Natur seiner britischen Heimat. Dann hat er coole schwarze Details, wie zum Beispiel hier die Motorhaube. Dann auch die Bremssättel sind schwarz und eben hier so diese unteren Karosserieteile oder selbst die Abschleppösen hinten sind auch in schwarz. Dann finden sich natürlich überall so coole Trophy-Logos, wie zum Beispiel hier am Heck, dann hier an der C-Säule und natürlich auch vorne auf der Motorhaube. Außerdem schwarze 20 Zöller mit All-Terrain-Reifen, dunkler Ladekantenschutz hinten, Radlaufeinfassungen und Unterfahrschutz ebenfalls in Black. Schauen wir noch mal nach innen. Also hier in den Einstiegsleisten sind natürlich auch noch mal so Trophy-Logos. Schauen wir mal rein. Also das Ganze soll robust, aber trotzdem eben auch ein bisschen luxuriös wirken. Wir haben zum Beispiel Ledersitze oder dieser Querträger ist immer in Wagenfarbe. Und selbst hier an den Seiten haben wir so lasergravierte Logos. Für rund 6.000 Euro gibt es noch ein optionales Trophy Pack. Mit Dachgepäckträger, ausfahrbarer Leiter, seitlichem Außenträger für Equipment, Schmutzfängern vorne und hinten sowie einer erhöhten Luftansaugung. Die Challenge-Teilnehmer werden in diesen normalen Serienautos in Afrika antreten, nur ergänzt durch etwas Zubehör, wie zum Beispiel Seilwinden. Der Defender ist speziell für schweres Offroad-Gelände konzipiert. Davon überzeugen wir uns nun selbst, mit Hilfe von Instruktor Friedel, der schon seit den 90er Jahren in dem Bereich aktiv ist. Wir sehen, er ist in der Geländeuntersetzung drin, in Low Range. Der Wagen ist ganz oben von der Bodenfreiheit her und wir haben dieses automatische Bremssystem drin. Dieses Autosymbol heißt, jetzt zur Zeit sucht der Wagen sich den Untergrund automatisch aus. Aber man kann ganz klar erkennen, hier draußen ist alles weiß, wir haben Schnee. Es könnte ein bisschen glatt sein, deswegen gehen wir jetzt in ein Sonderprogramm und zwar in Grasschotter-Schnee. Nachdem alle Offroad-Programme aktiviert sind, starten die beiden erstmal mit einer Schrägfahrt zum Aufwärmen. Okay. Wow. Ja, krass. Das ist am Anfang immer ein sehr fremdes Gefühl, wenn man so schräg krass, fährt. Ja, Ne? was der Wagen hier schon mal macht. Ja. Wow. Bei solchen Hindernissen ist wirklich die Geschwindigkeit oft ausschlaggebend. Okay. Wenn du jetzt ein bisschen zu schnell Gas gibst, da kann es dann tatsächlich sein, dass so ein Auto dann auch mal umkippt und auf der Seite liegt. Ne? Okay. Danach folgt eine Verschränkungspassage. Dabei hilft die 3D-Surround-Kamera des Defender, die auch eine 360-Grad-Ansicht ermöglicht, um das Umfeld anzuzeigen. Wow. Okay. Im Zweifelsfall würde ich dann, wenn man dieses Kamerasystem jetzt nicht hätte, würde ich aussteigen und würde dir von außen anzeigen, wo es lang geht. Friedel kennt sich Offroad bestens aus und war schon bei vielen Abenteuertouren als Helfer dabei. Das persönliche Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, das war die Seidenstraße. Das war eine Reise, die man als Privatmann in der Form nie hätte organisieren können. Die ging von Berlin nach Mumbai, nach Indien. Und
Das war wirklich für alle Trainerkollegen das absolute Highlight, was man je erlebt hatte, weil das war so fremd. Wir sind durch Teile Chinas gefahren, wo man normalerweise gar nicht fahren durfte. Wir wurden beguckt von Chinesen, die noch nie einen Europäer gesehen haben. Es war teilweise ein sehr befremdliches Gefühl, aber sobald man heute noch mit Kollegen zusammenkommt, die da auch bei waren, das ist immer noch das Thema nach wie vor. 15.000 Kilometer durch 11 Länder. Auf der legendären Seidenstraße waren damals 2013 Evoque und Discovery unterwegs. Auch der Defender stellt durch seine Robustheit immer wieder unter Beweis, dass er ein zuverlässiger Begleiter für solche Unterfangen ist. Mit fast 30 cm Bodenfreiheit und einer Watttiefe von 90 cm sind für ihn die Herausforderungen hier im Offroad-Park kein Problem. Doch nur aufs Auto verlassen wird bei den Extremtouren nicht reichen. Du musst ja eins bedenken, wir sind dann doch in Orten, wo du auch nicht unmittelbar Hilfe erfahren kannst, wenn was passiert. Und die Leute müssen dann sowohl von der körperlichen Fitness her als auch vom Kopf her einfach klar denken können. Und der Gruppengedanke ist nach wie vor der höchste. Man muss nicht Leistungssportler sein oder Weltmeister in irgendwelchen Disziplinen, sondern man muss einfach nur zusammengreifen und dann auch wirklich Spaß daran haben, um die Tour zu machen. Und das hat bisher eigentlich immer geklappt. Kati und Friedel nehmen sich als nächstes eine etwas andere Art von Geschicklichkeitsprüfung vor. Du wirst dich vielleicht erstmal wundern, warum diese Task Wide Load heißt, nämlich breite Ladung. Und wenn du dir jetzt hier den Defender anguckst, der normalerweise 2,20 Meter breit ist, wir haben hinten rechts und links eine Verbreiterung dran gebaut, dass er jetzt 4,50 Meter breit ist. Und damit sollst du jetzt fehlerfrei durch diese Slalomtore fahren. Krass. Das heißt, du hast 2 Minuten Zeit. Je nach Tempo kannst du so viele Runden fahren, wie du möchtest. Sobald du ein Tor, eine Stange berührst, wird dieses Tor nicht gezählt. Das heißt, es werden nur die Tore gezählt, die du fehlerfrei durchfährst. Okay. Und ich werde dir nach 2 Minuten ein Zeichen geben und sagen so, Ende aus. Und ich bitte dich, so wenig wie möglich Stangen runterzufahren. Das ist nämlich viel Arbeit, die wieder reinzukriegen. Ja, das schauen wir mal, ja. Irgendwelche Tipps für mich? Ganz langsam zu fahren ist meistens nicht so gut. Du solltest einfach so ein ganz kleines bisschen nach dem ersten Tor Tempo aufbauen, damit du dann vielleicht ein bisschen durch die Kurven driften kannst. Und wenn du einmal dein Tempo hast, bleib einfach dran und fahr die Runden durch. Ja, ich bin mal gespannt, was ich jetzt hier fabriziere. Ich habe mir die Spiegel schon so eingestellt, dass ich das Ende dieser Stangen sehe. Ich werde mich langsam rantasten, aber eben Friedel meinte ja nicht zu langsam. Mal schauen, ob ich stecken bleibe. Für die Übung wird das Fahrprogramm Sand gewählt. Motorjournalistin Kati hat so eine Challenge noch nie zuvor gemacht. Ob das auf Anhieb klappt? Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ach du Scheiße. Ah, schon eine berührt. Oh Mist. Scheiße, ist das schwierig. Ich weiß nicht, wie ich... das war schon mal gar nichts. Ja, bin ich schlecht. Okay, die Strategie zu... Nein, das wird gar nichts. Waren schon wieder welche. 2 Minuten ist aber auch nichts. Also ich habe jetzt die Strategie, dass ich jetzt nur auf den linken gucke, weil ich weiß gar nicht, wie ich das... Boah. Okay. Festgefahren. Schlecht. Okay, das ist echt schwierig, Leute. Ich weiß nicht, wie ich hier ein Tempo aufbauen soll, ohne diese Stangen zu berühren. Boah, ist das schwierig. Ich bin halt auch zu langsam. Zu langsam darf es aber auch nicht sein, weil dann fahre ich mich hier... Okay, jetzt gucke ich eher, dass ich mich hier nicht festfahre. Nur noch genau. 30 Sekunden. Bloß eine Runde kriegst du noch. Okay, das ist echt schlecht. Ich bin wirklich schlecht. Okay,
Okay, zumindest berühre ich sie jetzt hier links nicht. Doch. Okay. Ei. So, Okay. Ende. Okay. Mann, war ich schlecht. Na, Das war echt viel schwieriger als gedacht. Oh Mann. Ich habe mich irgendwie auf den linken immer versucht zu konzentrieren, auf den rechten irgendwie gar nicht geguckt. Aber hier dann immer wieder festgefahren. Oh Gott, war ich schlecht. also du hattest Oh je. 18 korrekte Tore. Okay. Und wenn du dir ja. jetzt mal alle anderen Teilnehmer anguckst, 9, 14, 17, Okay. 21, 16, da warst du doch mit 18 Ja, eigentlich ganz gut. so ein bisschen höheren Mittelfeld, Ja. sage ich mal. Also für den ersten Versuch war ich doch gar nicht so schlecht wie befürchtet. Und außerdem Oh Mann. muss man sagen, man sieht ja überall Schnee, der Sand ist auch noch heute vereist und hart Okay. und rutschig. Da hatten die gestern, am gestrigen Tag Vorteile gehabt, Okay. weil es dann nicht so war. Ich fand's Oh Mann. gut. Interessant, danke. Ja. Präzise fahren, aber auch unter Druck einen kühlen Kopf bewahren und schnell eine Strategie entwickeln. Das werden die Teilnehmer der Defender Trophy auch machen müssen. Bestens Erfahrung damit hat Stefan Auer, der auch bei unserem Event heute dabei ist. Der Österreicher hat 1997 die Camel Trophy in der Mongolei gewonnen. Ich habe die Werbung damals im Kino, im Fernsehen und auch in den Zeitschriften gesehen. Und ich bin eigentlich schon immer der gewesen, was gern irgendwas Neues entdeckt und gern so Sachen macht. Und ich habe welche getroffen, die haben gesagt, das musst du machen. Du kannst Offroad fahren, du bist gerne in fremde Länder. Und so ist das eigentlich dann für mich in die Richtung gegangen. Aber wir haben oft einmal Flussdurchfahrten gehabt, wo das Wasser bis zur Motorhaube gegangen ist. Dann haben wir Winschaktionen gehabt, wo fast der ganze Konvoi gesteckt ist, wo wir 3-4 Stunden gewincht haben, bis alle herausgekommen sind. Und wir haben auch relativ viel sportliche Aktivitäten gehabt. Zum Beispiel eines Morgens hat es 10 cm Schnee gehabt und da müssen wir noch Kajak fahren gehen müssen. Das war schon ganz schön frisch, aber sonst war relativ gut. Nach dem Sandparcours arbeiten sich Kathi und Friedel weiter durch den Offroad-Park. Sie nehmen sich jetzt eine der größten Herausforderungen vor, eine fast 45 Grad steile Abfahrt. Bergabfahrhilfe ist drin. Los geht's. Dann einfach loslassen und so, du merkst jetzt schon mal, dass der Wagen nicht groß schneller wird. Wir ziehen uns jetzt aber auf 70% in den Hang und gehen gleich auf 90%. Nicht erschrecken, jetzt gleich wird es ganz steil. Und dann fährst du raus und dann wieder nach links. Da wird es kurz flau im Magen, aber es ist echt spannend. Ja. Wahnsinn. Nicht viele Fahrzeuge meistern ohne Probleme solch einen Berg. Zum Abschluss des Tages steht für die Journalisten noch eine Teamaufgabe an. Es sollen Gegenstände von einem zum anderen Ufer transportiert werden. Und zwar nur mit Hilfe von Materialien, die herumliegen, wie diverse Seile und Holzbalken. Wie geht man am besten vor? Also, los geht's! An die Arbeit. Do it! Kurz planen. Okay, fangen wir an. Planning. If you want to, there are gloves. Versuchen wir es. They don't warm your hands, but Ja, aber zur Sicherheit. So, Irgendjemand eine Idee, wie wir vorgehen? Ich weiß es nicht. I don't know. Ich habe eine Idee, aber ich kann nichts verraten. Ja, du darfst nicht. Wie schwer ist das Ding? Das Ding. Ah, nicht so schwer, ist okay. Fein. So. Nicht gut? Nee. Die sind recht hoch und man muss ein Seil mit einem Knoten drum machen. and you have to tie a rope with knots Ah, auf dem Boden ist es dann besser. Ja, auf dem Boden ist es einfacher. on the ground. Hier. Nach ein paar Tipps vom Instruktor geht's dann vorwärts. Der Knoten zieht sich selbst zu, ist aber wieder leicht zu öffnen. Okay. And now, look Das sieht ganz gut aus. Noch etwas mehr zur Seite. more to the side. Nach kurzer Zeit steht das Dreibein und mit einer kleinen Leine, die ans andere Ufer geworfen wird,
zieht das Team das große Seil rüber. Dann noch spannen und die Gegenstände können nach und nach rüberwandern. Great. Super. Sehr gut. Ja, gar nicht so einfach, wie man erst mal glaubt. Ne? Also so ohne handwerkliches Geschick ist man, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen. Wir standen am Anfang auch erst mal so ein bisschen ratlos rum und haben überlegt, was machen wir denn überhaupt, bevor uns dann der Experte mal ein bisschen so angeschoben und geholfen hat. Dann ging es aber ja, man merkt schon, man muss zusammenarbeiten, überlegen, wie macht man was, aber letztendlich, wenn man es dann geschafft hat, ist schon cool. Zusammengreifen wird also eine zentrale Rolle spielen bei der Defender Trophy, neben vielen anderen Dingen. Also eine gute Kondition ist ganz wichtig, weil es ist doch hartes Gelände. Je nachdem, wo du dich bewegst, sind die Temperaturen hoch oder nieder. Guten Hausverstand, ein bisschen Fahrtechnik mit den Autos, dass man sich auskennt mit dem Auto, das ist schon viel wert. Und sonst ist ein guter Hausverstand auch sehr hilfreich und das ist eigentlich schon alles. Und Abenteuerlust auf jeden Fall, dass man da fremde Länder entdecken will und mit Leuten zusammen das erleben möchte. Es gibt aber auch noch ein paar andere Grundvoraussetzungen. Man muss mindestens 23 Jahre alt sein. Man muss in der Lage sein, 50 Meter oder mehr zu schwimmen und man braucht gute Englischkenntnisse. Außerdem muss man in einem der teilnehmenden Länder wohnhaft sein, einen gültigen Führerschein besitzen und natürlich bereit sein, die Welt zu bereisen. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke wird bei der Trophy eine Rolle spielen. Wir wollen die Natur- und Tierwelt in Afrika schützen. Das wird mit unserem Partner Tusk umgesetzt. Das Ganze wird etwas Wichtiges, aber ich kann noch nicht zu viel verraten. Es war ein mega actionreicher Tag heute. Wir konnten den Spirit der Defender Trophy hautnah miterleben und man hat, glaube ich, gemerkt, dass es um weitaus mehr geht als reines fahrerisches Können, sondern eben auch um Teamgeist und auch handwerkliches Geschick. Der Defender hat mal wieder bewiesen, dass er prädestiniert ist für schweres Gelände und Abenteuer. Und die Challenge wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes, besonderes Erlebnis für die Teilnehmer. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen.